Ich bin Doan, ich bin 32 Jahre alt und ich wohne im Norden Deutschlands. Ja, meine Vergangenheit, würde ich sagen, war ich eine andere Person. Deswegen passt euer YouTube-Channel-Name A New Person ziemlich gut. Ich glaube, ich war nicht so ruhig wie heute und mein soziales Umfeld war eher so darauf aus, Freizeitaktivitäten zu machen und nicht unbedingt über das Leben so nachzusinnen. Ich bin in einer römisch-katholischen Familie aufgewachsen, ich habe italienische Wurzeln und demnach war das für uns schon ein wichtiges Thema, an Gott zu glauben oder auf die Kirche zu besuchen. Zumindest im Kindesalter kann ich mich noch sehr gut daran erinnern. Und für mich stand immer außer Frage, ob es Gott gibt, sondern viel eher, was war mein Bild von Gott. Meine Freunde waren immer lustige Leute und mit denen konnte ich immer richtig viel Sachen unternehmen. Ich hatte Spaß und mein soziales Umfeld war in der Regel auch immer hilfsbereit. Und mit der Zeit hat sich so gezeigt, wer sind Freunde und wer ist nur eine Zweckgemeinschaft gewesen, um Zeit miteinander zu verbringen. Ich habe mit 18 angefangen zu recherchieren und mit 19 dann tatsächlich den Entschluss gefasst, Muslima zu werden. Ich war vorher römisch-katholisch, also christlich. Ich habe schon immer an Gott geglaubt, nur ich hatte keine Ahnung, wer Gott ist. Also das Interessante ist, dass ich gar nicht dachte, mir würde etwas fehlen. Ich war glücklich, ich hatte ein stabiles Umfeld, beruflich lief es immer gut, ich hatte Freunde, meine Familie, alles war okay. Und deswegen ist die Frage ein bisschen schwer zu beantworten. Ich dachte, mir würde nichts fehlen. Ja, also ich hatte keine Lücken, dachte ich zumindest damals. Ich glaube, ich würde sagen, vor dem Islam habe ich ein unbewusstes Leben geführt, auch wenn es mir damals nicht klar war. Und jetzt mit dem Islam habe ich verstanden, dass ich Teil der Schöpfung bin und dass es jemanden gibt, der mich besser kennt als ich mich selbst. Ich kann also in dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, also wusste man, okay, es gibt muslimische Familien, aber als Kind nimmst du das nicht unbedingt so wahr. Also ich wusste, es gibt Ramadan und die essen kein Schwein. So, das war's. Und alles andere hat für mich eigentlich auch, es hat für mich keine Rolle gespielt. Ich kann mich noch richtig gut an eine Situation erinnern, da saß ich mit einer deutschen Freundin, auch nicht Muslima, im Auto und hat sie gesagt, so Muslime werden niemals. Weil ich weiß, sie hatte damals einen türkischen Freund und damals war es auch gar nicht so populär, dass man irgendwie die Religion wechselt oder sich so intensiv damit beschäftigt, also zumindest nicht in meinem Umfeld. Und da habe ich gesagt, niemals werde ich Muslima. Also ein bisschen abwertend sogar. Ich habe keinen bewussten Prozess durchlaufen, dass ich nach dem Islam gesucht habe, sondern ich wollte den Christentum besser kennenlernen, weil das ja das war oder die Religion war, an die ich geglaubt habe. Und erst dadurch bin ich darauf aufmerksam geworden, dass ich gemerkt habe, das ist etwas, das gar nicht mit meiner Einstellung einhergeht. Also das war gar nicht das, woran ich geglaubt habe oder wie ich Gott gesehen habe. Mein Prozess war dann so, dass ich in der Schule, da gab es ein Mädchen, also eine Klassenkameradin, die hatte irgendwie so ein Buch dabei, so ein Büchlein, da ging es um die Frau im Islam und ich hatte vorher halt gar keine Berührungspunkte damit, weil mein Freundeskreis hauptsächlich nicht muslimisch war. Und ich habe einfach aus Neugier so drin rumgeblättert und habe dann irgendwann so zu ihr gemeint, so, hey, kann ich das mitnehmen? Und sie war schon so, ja, okay, wenn du meinst. Und dann habe ich angefangen, immer mehr Bücher über Islam zu lesen und auch über andere Religionen, also auch über den Judentum. Und mein Interesse ist halt dadurch immer mehr gestiegen. Also die Quellen oder da, wo ich recherchiert habe, das war dann letztendlich in Büchern. Ich hatte keine Person, die ich einfach so fragen konnte, die praktizierend war. Ich glaube, es war schon viel früher, als ich mir selbst eingestehen konnte, dass ich überzeugt war vom Islam. Es war kein bestimmtes Ereignis. Also es war jetzt nicht so, dass ich eine Ayah gelesen habe, einen Vers im Koran und gesagt habe, okay, meine Welt ist jetzt eine andere. Das nicht. Aber mit jedem Buch, das ich gelesen habe, ist diese Begeisterung dafür einfach gestiegen. Und ich kann mir das gar nicht so richtig erklären. Am Anfang war es eine rationale Entscheidung, dass ich gesagt habe, okay, so, wenn man so die Wunder sich im Koran anguckt, das kann man nicht ignorieren. Aber irgendwann ist das auch nochmal so unterstützt worden durch dieses Emotionale. Das ist ein Gefühl, das man nicht beschreiben kann.
Es war, wie gesagt, kein bestimmtes Ereignis oder eine bestimmte Sache, die ich gelesen habe, sondern das Gesamtpaket. Und dann habe ich es erstmal ganz lange ignoriert, Muslima zu werden. Einfach aus Angst, Fehler zu machen, die ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren konnte. Und dann hat Allah mir ein ganz klares Zeichen gesendet und dann konnte ich es nicht mehr ignorieren. Das Zeichen war, dass mein Vater von heute auf morgen verstorben ist. Und es war eines der schlimmsten Dinge, die mir passiert sind und zeitgleich eines der besten Dinge, weil Allah es mir nicht hätte deutlicher machen können, dass das Leben vergänglich ist. Und da habe ich verstanden, ich habe gar keine Zeit, darüber nachzudenken, ob ich eine gute Muslima sein werde, ob ich alles richtig mache oder nicht. Und dass ich diese Sorge oder diese Angst einfach beiseite packen muss und handle. Deswegen bin ich nach der Beerdigung, die in Italien stattgefunden hat, nach Deutschland zurückgekehrt, bin in die Moschee und habe die Shahada gesprochen. Und seitdem bin ich Muslima. Teilweise überraschend gut und teilweise war ich richtig schockiert. Mein Bruder zum Beispiel war nicht so erfreut. Er meinte auch so, welcher Türke ist das? So nach dem Motto, hast du einen türkischen Freund, was ist los mit dir? Und meine Familie hat aber sehr schnell gemerkt, dass es A, nichts mit jemand anderem zu tun hat und B, dass es keine Phase ist, so ein Trend, dem man mir jetzt folgt und in einer Woche ist das wieder vorbei. Und ich habe, alhamdulillah, ein sehr gutes Verhältnis zu meiner Familie und deswegen ist es schon ganz gut. Und im Freundeskreis war es eben so, dass sich herauskristallisiert hat, okay, wer ist meinetwegen, also um meinetwillen mit mir befreundet, weil er mich als Person schätzt und wer genießt einfach nur meine Gesellschaft bei, weiß nicht, Freizeitaktivitäten. Und genau, das war wie so ein natürlicher Filter, seine Freunde auszusortieren. Ich hätte mir gewünscht, dass ich Unterstützung gehabt hätte. Ich habe tatsächlich am Anfang alles alleine gelernt, irgendwie übers Internet, über irgendwelche Videos, weil ich halt keinen Freundeskreis hatte, der muslimisch war. Oder wenn ich jemanden kannte, dann hatten die einfach gar nichts damit zu tun. Also sie waren dann leider nicht praktizierend und konnten keine Ratgeber für mich sein. Und das kam alles erst viel später, dass ich mir eine Community aufgebaut habe, dass ich aktiv nach Anschluss gesucht habe, dass ich meinen Wohnort gewechselt habe, Moscheen besuchen konnte, die deutschsprachiges Angebot haben. Und vor 13 Jahren war das einfach noch nicht so verbreitet wie heute. Alhamdulillah, heute haben wir so viele Möglichkeiten, auch in anderen Sprachen Angebote in Anspruch zu nehmen. Es ist so, dass damals hat man, glaube ich, einfach so in den Tag hineingelebt. Und man darf ja nicht vergessen, ich war damals auch viel jünger. Das heißt, ich würde nicht sagen, dass ich ein sehr bewusstes Leben oder so geführt habe. Ich bin morgens aufgestanden, abends wieder eingeschlafen, habe meine Sachen erledigt, die ich erledigen musste. Und jetzt ist es so, dass ich einfach verstehe für mich, dass der Islam nicht nur eine Religion ist, die aus Riten besteht, aus Dingen, die man tut, sondern viel eher eine Lebensweise, die sich in meinem Verhalten, in meinem Charakter, inshallah, widerspiegeln. Und ja, Bewusstsein. Ich glaube, wenn ich es mit einem Wort beschreiben müsste, würde ich sagen Bewusstsein. Ich weiß gar nicht, ob das immer so ein aktiver Prozess ist, dass man sagt, jetzt, wo ich Muslima bin, hat sich mein Leben verändert, sondern ich kann mich auch ganz gut erinnern, als ich aus der Moschee rauskam. Also ich war das allererste Mal in einer Moschee an dem Tag, an dem ich die Shahada gesprochen habe. Und ich weiß noch ganz genau, als ich rauskam, habe ich das Gefühl gehabt, dass ich das allererste Mal ganz bewusst die Schöpfung wahrgenommen habe und dass ich das Gefühl hatte, ich habe vorher gar nicht gelebt. Und ich weiß nicht, wenn ich so drüber nachdenke, so wie war mein Leben vor dem Islam oder also wie ist es jetzt danach, würdest du mich spontan fragen, würde ich sagen, ich war in meinen Zellen glücklich. Aber nach dem Islam habe ich Frieden verspürt und das ist ein wesentlicher Unterschied. Ich glaube, am Anfang kann man noch nicht von Überzeugen sprechen, zumindest in meinem Fall war das ein Prozess. Erst einmal anzuerkennen, dass Allah einer ist und dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, also der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Gesandter ist. Und erst später kam diese unterschiedliche Überzeugung, dass ich sage, okay, der Islam ist wahr, weil es eben nicht darum geht, herauszufinden, also für mich ging es nicht darum, was gefällt mir nicht, sondern ist das, woran ich glaube, wahr. Und im zweiten Step oder in weiteren Schritten danach kann man, glaube ich, eher von Überzeugung sprechen, nämlich, dass ich mir erlaubt habe, Fragen zu stellen, auch kritische Fragen,
Und das hat einfach dazu geführt, dass ich jetzt keine Angst mehr habe vor kritische Fragen zum Islam. Oder auch wenn jemand Kritik äußert dem Islam gegenüber, bin ich ziemlich entspannt, weil ich überzeugt bin. Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll, aber wenn ich es begrenze, dann würde ich sagen, der Islam ist eine Lebensweise, eine Religion, die ein Persönlichkeitsentwicklungsprogramm ist, das man noch nie gesehen hat. Das ist das Beste, das existiert, weil ich glaube, jeder kennt das von uns. Jeder hat Prüfungen im Leben und ja, Situationen, die er meistert. Und dann, wenn man selbst glaubt, man kann nicht mehr, sagt Allah einem, doch, du kannst. Und genau deswegen steckst du in dieser Situation. Und mit jeder Prüfung wächst man. Und man lernt, dass die Grenze, von der ich glaubte, meine Grenze zu haben oder erreicht zu haben, dass ich da noch viel, viel höher hinaus kann. Und das gefällt mir besonders gut und dass wir stetig aufgerufen werden, an unserem Charakter zu arbeiten, uns zu reflektieren und mit uns selbst abzurechnen, bevor Allah mit uns abrechnet. Ich weiß nicht, ob ich es Probleme nennen würde, aber es ist schon so, dass man immer nur in Anführungsstrichen konvertiert ist, weil du bestimmt einen Freund hattest, der Muslim war, oder einen Ehemann, der Muslim ist, oder deine Freunde dich dazu gebracht haben. Und das klingt immer so, als wäre das was Schlimmes. Selbst wenn es so wäre, was ist dabei? Und wenn das der Weg ist, den manche beschreiten, ist das so völlig in Ordnung. Nur was die Leute nicht verstehen, wenn sie das sagen oder annehmen, sie sagen zeitgleich, du bist nicht in der Lage, selbst die Entscheidung zu treffen. Es ist immer fremdbestimmt. Und genau das ist ja das, was Allah nicht macht. Er hat uns so viel Würde gegeben, er hat uns Selbstbestimmung gegeben, dass wir in diesem Leben entscheiden können, welchen Weg wir gehen. Und natürlich mit der Prämisse, dass wir die Konsequenz dann tragen. Und das ist ein bisschen schade. Da wünsche ich mir einfach, dass wir allgemein, egal ob Muslim oder nicht Muslim, unseren Blick ein bisschen erweitern und verstehen, dass es auch andere Wege gibt. Und selbst wenn nicht, es ist okay. Es ist genauso wundervoll wie jemand, der von alleine mit Allahs Erlaubnis zum Islam gekommen ist. Damals, als ich konvertiert bin, ja. Heute, Alhamdulillah, nicht mehr. Aber wenn ich so zurückdenke, es ist so schwer, Anschluss zu finden in der muslimischen Community, obwohl wir für Gastfreundschaft bekannt sind. Und wenn du auf jemanden zugehst, mit Handkuss, mit Umarmung, Adoption, alles, so, nimm hier mein Herz, mein Haus, alles gehört dir. Aber um zu diesem Punkt zu kommen, gehört so viel Mut. Vor allem, wenn du neu im Islam bist, du hast keine muslimischen Freunde, du kennst dich nicht aus, du kennst vielleicht auch noch gar nicht das Verhalten, das man an den Tag legt. Und dann ist das schon eine sehr große Hürde. Vor allem, ich bin noch eine Person, ich bin sehr aufgeschlossen. Ich kenne aber ganz viele Geschwister, die sehr schüchtern sind, die eher so in sich gekehrt sind und denen fällt es dann noch viel, viel schwerer. Ich würde den Menschen, die versuchen, den richtigen Weg zu finden, sagen, pack dein Ego beiseite, frag dich, woher die Meinung, die du vertrittst, woher sie kommt, woher hast du diese Meinung oder wie bist du dazu gekommen und sei schonungslos ehrlich zu dir selbst.